Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich in einem kurzen Video ein paar Ausschnitte zeigen, in denen Muslime Jesus gefunden haben. Ich persönlich glaube auch, dass es nur eine Wahrheit geben kann, nämlich Jesus Christus. Mein lieber Muslim, es ist Zeit aufzuwachen. Es ist Zeit, sich hinzusetzen und diese ganzen Themen durchzugehen. Es geht hier um deine Ewigkeit. Der Herr Jesus Christus ist gekommen, um dich zu retten vor diesem ganzen Übel. Der Herr Jesus ist gekommen, um Sünder zu rufen und nicht die, die sich für gerecht genug halten. Allah verlangt, dass dein Sohn sich für ihn in die Luft sprengt, damit er den Vertrag mit Allah eingeht. Oder dass du selber dein Leben gibst, damit du sicher ins Paradies kommst. Während der Herr Jesus uns die Sicherheit gibt, dass er selber schon bezahlt hat für alles. Der sagt nun, nimmt mich an. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das sagt der Herr Jesus. Und Allah sagt in Surah 66, Vers 8, vielleicht werde ich euch vergeben. Mein lieber Muslim, du musst einsehen, dass Allah dich getäuscht hat. Allah ist nicht der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Es ist jemand, der einfach behauptet, Gott zu sein. Er nimmt sich einfach biblische Geschichten und verdreht das Ganze und packt es einfach in eine neue Religion hinein. Ihr müsst aufwachen, ihr Muslime. Ich stehe hier und sage euch als ehemaliger Muslim, dass ihr umkehren sollt. Es gibt keine andere Möglichkeit, jetzt in den Himmel zu kommen, als nur durch Jesus Christus. Er selber sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. He spoke Arabic with me. He said, Ana Isa, I am Jesus. Go to home. I told him, are you serious? You see these people, he kidnapped me. He told me, go to home. And I open my eyes, I see the bad guys. He fight each other, and one of them, he used the AK, he shoot his friend, and I open the door, I go to the highway, I take taxi, and I came back. But it's not finished. The story is not finished. So you through this miraculous, because it is miraculous, way, you were able to just flee, leave, walk away, take a taxi home. Yeah, and he's not finished here. When I coming to home after 3 days, because the company, I called the company, hey, I release it now. He said, who released you? I told him Jesus, and everybody, he laughed. Yeah, like you now. Well, I believe it. Yeah. I hope he did. Yeah. And the problem, he's not here. Like after 3 days, I go to home. My wife, she opened the door for me. She said, I see Jesus in my dream. He told me, I save your husband. He's in safe. He coming soon to home. So this is a double event here. Jesus is speaking to you. Jesus is speaking to your wife. You've been kidnapped by terrorists, and the Lord leads you safely back home. Yes, and now I'm not afraid from anything, because Jesus, he saved me one time. He's going to save me second time. And anyone he not believe Jesus, please, if he see me now or he look to me, sorry, maybe my English is not good, but please send my message to everybody. Jesus, he is here. He will save our life. And thanks for anyone. He listened to me and believe Jesus. He is like our food. He is our blood. He is everything in my life now. My third encounter I had with Christ when I was only 17. Meine dritte Begegnung mit Christus, da war ich erst 17. It was during the summertime. At the time, my older brother was sick. Es war im Sommer und mein älterer Bruder war krank. My older brother had become schizophrenic. Mein älterer Bruder hatte eine Schizophrenie bekommen. And he was no longer like he used to be. Er war nicht mehr der Alte. And he needed to take medication. Er musste Medikamente nehmen. And he wouldn't take it because he thought we were trying to kill him with that medication. Aber er wollte sie nicht nehmen, weil er immer dachte, wir wollten ihn umbringen. And when he didn't take his medication, he became really angry. Und wenn er seine Medikamente nicht nahm, dann wurde er immer sehr zornig. And sometimes we had to call the police to come and take him.
Und manchmal mussten wir sogar die Polizei rufen, dass sie sich um ihn kümmern. So that day we were pleading with him, my mother, my brothers and myself, we were pleading, please take your medication. Und an diesem Tag haben wir wirklich ihn angefleht, dass er doch seine Medikamente nimmt, mein Bruder, ich und meine Mutter. For 2 hours he sat on the couch looking at the wall, ignoring us. 2 Stunden lang saß er auf der Couch, hat die Wand angestarrt und uns ignoriert. I was desperate. Und ich war verzweifelt. I went to the dining room and I sat at the table. Ich ging ins Esszimmer am Tisch. And I was thinking, how am I going to make him take his medication? Ich saß dort und dachte mir, wie können wir ihn nur dazu bekommen, dass er die Pille nimmt? So I started praying to God as I understood. I prayed to Allah. Und dann habe ich einfach so zu Gott gebetet, wie ich es damals wusste, zu Allah. Make my brother take his medication. Hilf doch, dass mein Bruder die Medikamente nimmt. Prayed for 5 minutes. 5 Minuten betete 10 ich. minutes. 10 Minuten. 15 minutes. 15 Minuten. 20 minutes. 20. Nothing happened. Nichts passierte. And I was desperate. Und ich war verzweifelt. I put my face in my hands. Ich habe mein Gesicht in den Händen vergraben. I was giving up. Ich war am Aufgeben. And suddenly a thought, an inspiration came to me. Und plötzlich kam mir ein Gedanke wie eine Inspiration. Pray to Jesus. Bete zu Jesus. What? Was? Where'd that come from? Woher kam I das? never prayed to Jesus. Ich habe noch nie zu Jesus gebetet. But I wasn't going to lose anything. Aber ich kann ja auch nichts verlieren. So I prayed, Also habe ich gebetet. Jesus, Jesus, please make my brother take his medication. hilf doch, dass mein Bruder die Medikamente nimmt. And I looked. Und ich schaute mich um. Instantly he got up. In dem Moment stand er auf. Wow, 2 hours he hasn't got up. So I followed him. Wow, seit 2 Stunden sitzt er dort, jetzt steht er auf. Ich ging ihm hinterher. And he went to the kitchen and he took his medication. Er ging in die Küche und nahm seine Pille. I said, wow, Jesus is powerful. Wow, Jesus hat ja Macht. Man, what's going on? Was passiert denn hier? I'm talking to God for 20 minutes, nothing, but Jesus is more powerful than God. Ich rede mit Gott 20 Minuten, nichts passiert. Jesus hat mehr Macht als Gott. I didn't know what to make of this. Ich konnte das in meinem Kopf nicht zusammenkriegen. It was, but I didn't know what to do. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. I was just happy and glad. Ich war einfach nur glücklich und froh. And just that much more trusting Christ. Und das hat mein Vertrauen in Christus sehr gestärkt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir.